Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Die Ruhe in Person von Anastasia Schwarz ist ein umfassender Ratgeber für alle, die in ihrem hektischen Alltag mehr Gelassenheit, innere Ruhe und Lebensfreude finden möchten. In einer Welt, die von ständiger Erreichbarkeit, Leistungsdruck und unaufhörlichen Reizen geprägt ist, fällt es vielen Menschen zunehmend schwer, abzuschalten und Momente des Friedens zu erleben. Genau hier setzt die Autorin an. Sie bietet wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Methoden, um nachhaltigen Stressabbau zu ermöglichen, Ängste zu transformieren und negative Gedankenmuster zu überwinden. Das Buch versteht sich als ein Begleiter, der nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem alltagstaugliche Werkzeuge vermittelt. So können Leserinnen und Leser die Kontrolle über ihre mentale und emotionale Gesundheit zurückgewinnen. Anastasia Schwarz legt Wert darauf, verschiedene Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen und Strategien zur Selbstreflexion zu vermitteln und gleichzeitig für Verständnis über die eigenen inneren Prozesse zu sorgen. Durch einen ganzheitlichen Ansatz ist dieses Buch sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet, die Wege suchen, gelassener mit Stressoren umzugehen und eine positive Grundhaltung zu entwickeln. Das Werk ist lebendig, motivierend und praktisch aufgebaut, sodass persönliche Veränderung unmittelbar im Alltag spürbar wird. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Ursachen von Stress und Ängsten verstehen. In diesem ersten Schwerpunkt des Buchs beleuchtet Anastasia Schwarz ausführlich die Ursprünge von Stress und Angst. Sie erklärt, wie unser Gehirn und Körper auf bestimmte Situationen reagieren und warum vermeintlich harmlose Alltagssituationen zu einer massiven Belastung werden können. Die Autorin klärt über die physiologischen Mechanismen wie den Einfluss von Adrenalin und Cortisol auf, beleuchtet aber auch die gesellschaftlichen und persönlichen Auslöser. Leser bekommen Tools an die Hand, um individuelle Stressauslöser zu identifizieren und deren Bedeutung im eigenen Leben besser zu verstehen. Dadurch fällt es leichter, frühzeitig gegenzusteuern und Stress nicht weiter eskalieren zu lassen. Der Fokus liegt darauf, Bewusstheit zu schaffen und Klarheit über die eigenen Muster zu gewinnen, bevor Techniken zur Bewältigung eingeführt werden. Zweitens: Techniken zur Stressreduktion. Den Kern des Buches bilden verschiedene Techniken, um akuten und chronischen Stress nachhaltig abzubauen. Anastasia Schwarz stellt bewährte Methoden wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Meditation und gezielte Pausenstrukturen vor. Jede Methode wird ausführlich erklärt und dem Leser wird gezeigt, wie sie einfach in den Alltag integriert werden kann. Ergänzend gibt es Hinweise, wie ein persönlicher Notfallkoffer gegen Stress zusammengestellt werden kann, um in hektischen Situationen sofort entgegenzuwirken. Die Autorin betont, dass es keine Patentlösung für alle gibt, sondern dass individuelles Ausprobieren und Anpassen essentiell ist, um langfristig gelassener zu werden. Ziel ist es, jedem Leser ein Werkzeugset an die Hand zu geben, mit dem er sich Schritt für Schritt wohler und ruhiger fühlen kann. Drittens: Ängste überwinden und innere Stärke entwickeln. Ein zentrales Kapitel widmet sich den Ängsten. Viele Menschen werden von diffusen Sorgen, Zukunftsängsten oder spezifischen Phobien begleitet, die ihre Lebensqualität stark beeinflussen. Anastasia Schwarz leitet die Leser an, ihre Ängste zunächst zu verstehen und insbesondere die dahinterliegenden Glaubenssätze und Gedankenmuster zu erkennen. Sie zeigt konkrete Schritte auf, um diese Ängste zu konfrontieren und in Selbstvertrauen umzuwandeln. Visualisierungsübungen, das Führen eines Angsttagebuchs und gezielte Achtsamkeitspraktiken helfen, negative Gedankenspiralen zu durchbrechen. Besonders wichtig ist der ressourcenorientierte Ansatz. Die eigenen Erfolge und Fortschritte werden dokumentiert, um die innere Stärke bewusst wahrzunehmen und für zukünftige Herausforderungen nutzbar zu machen. Viertens: Negative Gedanken und Grübeln loswerden. Negative Gedanken und übermäßiges Grübeln gehören zu den Hauptursachen für Anspannung und Unzufriedenheit. In diesem Themenblock setzt sich die Autorin intensiv mit kognitiven Techniken zur Bewältigung auseinander.
Sie stellt Methoden wie Gedankenstopp, kognitive Umstrukturierung und Perspektivenwechsel vor. Übungen und Reflexionsfragen helfen dabei, schädliche Denkmuster zu erkennen, zu hinterfragen und durch konstruktive Alternativen zu ersetzen. Die Sensibilisierung für eigene Denkmuster und ihre Konsequenzen macht es möglich, bewusster und gezielter gegen Selbstsabotage vorzugehen. Gleichzeitig plädiert die Autorin für einen freundlichen Umgang mit sich selbst. Selbstmitgefühl wird als wichtiger Baustein für die innere Balance hervorgehoben. Schließlich Gelassenheit und Achtsamkeit kultivieren. Zum Abschluss führt das Buch in die Praxis der Achtsamkeit und des gelassenen Lebens ein. Achtsamkeit ist nicht nur ein Modebegriff, sondern nach Ansicht der Autorin ein Schlüssel zu mehr Zufriedenheit und Genuss im Alltag. Sie erklärt die Grundprinzipien der Achtsamkeit, das bewusste Leben im Hier und Jetzt, das Annehmen der eigenen Gefühle und das Loslassen von Perfektionsansprüchen. Konkrete Übungen wie Bodyscan, achtsames Essen und ein bewusster Tagesstart werden vorgestellt und animieren dazu, das eigene Leben bewusster und entspannter zu gestalten. Langfristig unterstützt die Achtsamkeitspraxis dabei, gelassener auf Herausforderungen zu reagieren, Stress abzubauen und das eigene Leben mit mehr Freude und Dankbarkeit zu erleben. Zusammenfassend. Das Buch. Die Ruhe in Person ist besonders geeignet für Menschen, die sich im Alltag häufig gestresst fühlen, mit Ängsten ringen oder Schwierigkeiten haben, sich von negativen Gedanken zu befreien. Auch für Berufstätige, Eltern, Studierende und Menschen, die einfach einen Ausgleich zu einem fordernden Leben suchen, bietet dieses Buch wertvolle Impulse und praktikable Anleitungen. Anastasia Schwarz verbindet wissenschaftlich fundiertes Wissen mit alltagsnahen Empfehlungen und nimmt die Leserinnen und Leser motivierend an die Hand. Was dieses Buch von anderen Werken unterscheidet, ist der ganzheitliche Ansatz. Statt auf einzelne Methoden zu setzen, werden verschiedene Ebenen, Geist, Körper und Seele, gleichermaßen berücksichtigt. Das ermöglicht einen nachhaltigen und umfassenden Wandel, der nicht nur Symptome bekämpft, sondern zu echter innerer Ruhe und langfristiger Gelassenheit führt. Durch die Vielseitigkeit des Buchs profitieren sowohl Einsteiger, die erstmalig an ihrem Umgang mit Stress arbeiten möchten, als auch Fortgeschrittene, die ihren Ansatz vertiefen wollen. Der Nutzen für das eigene Leben liegt auf der Hand. Mehr Balance, weniger Stress und mehr Lebensfreude sind das Ergebnis einer aktiven Umsetzung der Strategien. Gerade weil das Buch so praxisorientiert und verständlich geschrieben ist, stellt es eine bereichernde Investition dar und hebt sich durch seine Umsetzbarkeit deutlich von vielen rein theoretischen Werken ab. Wer sich mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Lebensqualität wünscht, findet in Die Ruhe in Person einen unverzichtbaren Begleiter. Wenn Sie unterstützen möchten, Anastasia Schwarz, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.